Es ist der 2. Januar 2026. Ich bin gerade in meinem kleinen 36 Quadratmeter Studio in Dubai angekommen. Ich bin letztes Jahr 27 geworden und ich war in meinem bisherigen Leben noch nie so allein. Das letzte Jahr hat mich gebrochen und gleichzeitig beflügelt. Es war eine Achterbahnfahrt mit Loopings, in denen mir extrem schwindelig wurde. Aber dieses Gefühl der Einsamkeit, das kenne ich schon lange. Ich habe es zum ersten Mal mit 12 Jahren gespürt. Am selben Tag, an dem die Geschichte mit meinen Depressionen begann. Ich kannte das Wort damals nicht. Ich fühlte mich einfach unpassend auf dieser Welt. Hässlich. Ich dachte, ich bin kein guter Mensch und verdiene dieses Leben nicht. In der Schule war ich der Junge ohne Emotionen, den man am besten meidet. Naja, ganz stimmt das nicht. Es gab Menschen, die die dunklen Wolken gesehen haben, die helfen wollten. Aber wenn du so tief in einem schwarzen Loch steckst, erreicht dich weder ihr Licht, noch ihre Worte, noch ihre Hand. Ich habe alles abgeblockt, bis sie aufgegeben haben. Ich spielte im Kopf mit Optionen, das Ganze zu beenden. Aber ich hatte Angst vor dem Leben und Angst vor dem Ende. Dieser Zustand machte mich krank. Auch suchte ich einen anderen Ausweg. 1 bis 2 Schachteln Zigaretten am Tag. Alkohol, wann immer es ging. Ich wusste, es ist schädlich. Aber ich war zu feige oder im Nachhinein schlau genug, es nicht endgültig zu beenden. Ich hoffte, der exzessive Konsum würde den Tod schneller einladen. So ging das, bis ich 15 oder 16 war. Der Druck in der Schule begann. Ihr müsst euch für etwas entscheiden, das ihr euer ganzes Leben lang machen könnt. Diese Worte werde ich nie vergessen. Ich war komplett lost, aber genau da war eine Schmerzgrenze erreicht. Eine Stimme in mir schrie nach Veränderung. Mein Berufsziel war unklar, aber mein Lebensziel stand fest. Ich wollte glücklich sein und glücklich von dieser Welt gehen. Ich wollte mich nicht länger von der Negativität gefangen nehmen lassen. So begann mein härtester Weg. Mit 17 brach ich die Fachhochschule ab. Ich wollte mein Leben selbst in der Hand haben. Mit 18 die erste Firma. Mit 24 verließ ich meine Heimatstadt. Ich war verlobt, verdiente sehr gut, hatte an der Spitze 15 Mitarbeiter. Jedes Ziel, das ich mir in den Kopf setzte, erreichte ich oft schneller als erwartet. Ich spielte mir vor, nicht luxuriös zu leben, weil ich keine teuren Marken oder Sportwagen kaufte. Aber es gibt andere Formen von Luxus. Und in diese Falle bin ich getappt. Anstatt das Geld anzulegen, reiste ich komfortabel. Immer Direktflüge, immer One-Way. Miete, Flüge, Lifestyle. Das waren gerne mal 10.000 bis 12.000 Euro monatlich. Alles, was darüber hinaus reinkam, gab ich für private Dinge aus. Ich dachte, es geht immer so weiter. Bis das Jahr 2025 anfing. Alles, was ich unter Kontrolle hatte, fing an zu bröckeln. Das Geschäft lief nicht mehr, der Verdienst deckte die hohen Fixkosten nicht. Zum ersten Mal in meinem Leben nahm ich einen Kredit auf. Ich verlor einen Geschäftspartner, den ich für einen Freund hielt. Ich trennte mich von einer anderen Geschäftsbeziehung und stellte erst danach fest, um welche Summen ich jahrelang betrogen wurde. Ich trennte mich von meiner Verlobten, fing 3 Monate später eine neue Beziehung an, verliebte mich neu und es hielt nur 2 Monate. Ich beendete sogar den Kontakt zu meiner Schwester, einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Gott sei Dank kam ich da wieder zur Vernunft. Das Jahr 2025 hat mich komplett ausgelaugt. Größenwahnsinnige Ziele, intensiver Druck, Selbstisolation. Ich war in einem selbstzerstörerischen Überlebensmodus. Wieder erreichte ich eine Schmerzgrenze. Ich musste von meinem hohen Ross runter. Ich wusste, was ich kann. Ich hatte es mir ja bewiesen. Und ich wusste inzwischen, dass ich es wert bin, am Leben zu sein. Ich fing an, alles zu hinterfragen. Meinen Charakter, mein Leben, meine Freunde. Was will ich wirklich? Ich breche es auf 7 Hauptziele runter. 1. 4 Immobilien erwerben. 100% Eigenkapital, keine Schulden. 2. In den nächsten 3 Jahren heiraten und eine Familie mit mindestens 3 Kindern gründen. 3. Ein rein passives Nettogehalt von 20.000 Euro monatlich. 4. Meiner Mom und meiner Schwester ein finanziell unabhängiges Leben ermöglichen. 5.
ein gesunder Körper und Geist mit echter Work-Life-Balance. Calisthenics als Hauptsport. 6. Regelmäßig lernen, weiterentwickeln, reflektieren. 7. 5-mal am Tag beten und regelmäßig meditieren. Und ich will Social Media machen. Aber ausschließlich, um Wert zu vermitteln. Um anderen zu helfen, gemeinsam mit anderen zu wachsen und mir selbst dabei zu helfen. Dieses Video ist der Grundriss für diesen Kanal. Ich sehe 2026 als Gelegenheit, mein neues Kapitel zu dokumentieren. Zwischenmenschliche Beziehungen, Persönlichkeitsentwicklung, Geld verdienen and AI-Tools, Sport und Gesundheit, Real-Life-Stories. Es wird Zeiten geben, da kommt mehr von dem einen, mal mehr von dem anderen. Wenn ihr mich auf diesem Weg begleiten möchtet, aus diesem 36 Quadratmeter Studio zurück nach oben, dann lasst jetzt ein Abo da und aktiviert die Glocke.